Hey zusammen, in diesem Video vergleiche ich, wie viele Kalorien mit der langen und kurzen Schnur verbrannt werden und das in 5 Minuten. Man sagt ja immer, dass man mit der kurzen Schnur viel schneller hullern muss, dass es anstrengender ist und eigentlich müsste man ja dann mehr Kalorien verbrennen, oder? Und das wollte ich herausfinden. Bleib auf jeden Fall dran, wenn du das Ergebnis sehen möchtest. Es überrascht mich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Verbrenne ich mehr mit der langen oder kurzen Schnur? Ich beginne mit der langen Schnur. 5 Minuten zu hullern, der Zähler ist auf 0 gesetzt. Ich muss vorweg aber sagen, dass es Richtwerte sind. Der Zähler kennt nicht dein Körpergewicht, deine Körpermaße, deine Körpergröße, dein Alter. Der Zähler am Smart Hula Hoop, der übrigens befestigt ist, misst lediglich deine Trainingszeit, den Kalorienverbrauch und die Anzahl der absolvierten Runden. Also es ist nicht vergleichbar mit einer Fitnessuhr, die halt viel mehr trackt oder die viel mehr weiß von dir. Wenn der Zähler dir zum Beispiel anzeigt, dass du nach 5 Minuten um die 500 Kalorien verbrannt haben sollst, dann weißt du, dass der Zähler defekt ist. Also das ist unmöglich. Es ist aber hilfreich, wenn du zum Beispiel deine Fortschritte verfolgen willst. Ich hole hier in einem normalen Tempo. Ich strenge mich nicht wirklich an. Ich ändere zwar das Tempo ab und zu. Ich finde, es ist auch sehr einfach, da die Schnur lang ist. Wenn du Anfänger bist, solltest du auf jeden Fall mit der langen Schnur anfangen, denn du musst dich hier nicht schnell bewegen. Es ist am Anfang vielleicht anstrengender für dich als für mich. Ich hole schon lange nicht mehr mit so einer langen Schnur. Also die Schnur ist wirklich auf das Maximum. Länger geht es nicht. Für mich ist das zu einfach. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht anstrengen muss. Hier müsste ich definitiv etwas mehr Gas geben. Ja. Ich spule mal etwas vor. Die ersten 5 Minuten sind geschafft. Der Zähler sagt sogar, dass ich 5 Minuten und 21 Sekunden trainiert habe. Ich habe 83 Kalorien verbrannt und 582 Runden geschafft. Das heißt, der Ball hat sich ohne viel Anstrengung meinerseits 582 Mal um die Hüfte gedreht. Plus minus 83 Kalorien, das entspricht fast eine Kartoffel. Ich glaube, eine Kartoffel hat um die 86 Kalorien. Wenn ihr wissen möchtet, wie viele Kalorien ich in 30 Minuten verbrannt habe, schaut euch mein Selbstexperiment an. Das werde ich euch oben verlinken. Und weiter geht's mit der kurzen Schnur. 5 Minuten. Die Schnur ist wirklich auf das Maximum. Kürzer geht es nicht. Ich habe hier ein normales Tempo, aber man kann sofort sehen, dass ich mich viel schneller bewegen muss. Ich muss, weil sonst fällt die Kugel herunter. Also die Kugel dreht sich viel schneller um die Hüfte. Ich muss immer wieder fokussiert bleiben. Ich muss immer wieder dafür sorgen, dass ja die Kugel sich oder der Ball sich weiter dreht. Auch hier ändere ich das Tempo regelmäßig. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass man mit einer kürzeren Schnur trainiert. Hullern mit der kurzen Schnur ist eher was für Fortgeschrittene, denn du brauchst eine Sicherheit. Du musst dich hier viel schneller bewegen. Die kurze Schnur ist kein guter Einstieg für Anfänger. Die Länge der Schnur kannst du zum Beispiel auch wunderbar selber einstellen. Von daher musst du nicht auf ganz kurz gehen. Probier dich aus, mit welcher Länge du klarkommst und dann taste dich langsam heran. Die 5 Minuten kommen mir hier übrigens ewig vor. Ich trainiere immer mit einer kurzen Schnur, aber die hier ist wirklich sehr kurz. Das ist nicht die eigentliche Länge, die ich sonst habe. Vielleicht sollte ich die Länge so beibehalten, denn ich habe das Gefühl, ich muss einfach viel mehr tun. Ich habe 5 Minuten gehullert und habe das Gefühl gehabt, dass ich hier um die 800-900 Umdrehungen geschafft habe. Aber am Ende waren es nur 619 bei einer Trainingszeit von 5 Minuten und 23 Sekunden. Das sind 36 mehr als mit der langen Schnur und ich habe 88 Kalorien verbrannt, also 5 Kalorien mehr. Ich dachte, es wird ein bisschen mehr. Am Ende, auch wenn der Unterschied nicht so groß ist, macht mir das mit der kurzen Schnur einfach viel mehr Spaß. Ich muss mich mehr anstrengen und ich denke, dass man am Ende auch viel mehr rausholen kann. Trotzdem sollte man sich nicht zu sehr auf den Zähler konzentrieren. Es sollte Spaß machen, finde ich. Und das war's. Das war der Vergleich. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Hinterlasst mir gerne Feedback. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.